Deine Hüfte tut weh beim Schuhe anziehen, beim tiefen Sitzen wird es schlimmer, aber beim Gehen ist es eigentlich noch ganz okay. Viele denken sofort Arthrose. Aber genau dieses Muster spricht oft für etwas ganz anderes, das viel häufiger übersehen wird. Ein Impingement der Hüfte. In diesem Video zeige ich dir, welche typischen Unterschiede es zwischen Arthrose und Impingement gibt, welcher einfache Test einen ersten Hinweis geben kann, dass du ein Impingement hast und warum das für dein Training entscheidend ist. Das Schwierige bei Hüftschmerzen ist, Arthrose und Impingement können sich erstaunlich ähnlich anfühlen. Beide können Schmerzen vorne in der Leiste machen. Beide können beim Sitzen, Beugen oder im Alltag Probleme verursachen. Und genau deshalb wird beides häufig miteinander verwechselt. Aber bei Arthrose sprechen wir von einer Veränderung im Gelenk, bei denen das System insgesamt empfindlicher geworden ist. Dazu können Veränderungen am Knochen, am Knorpel, an der Gelenkkapsel und auch an der Belastbarkeit des gesamten Gelenks gehören. Typisch sind Anlaufschmerzen, Morgensteifigkeit und eher eine diffuse Schmerzen um die Hüfte herum. Das Gelenk ist insgesamt empfindlicher und viele beschreiben das eher, es fühlt sich insgesamt steif an. Beim Impingement passiert etwas anderes. Beim Impingement ist die Form der knöchernen Strukturen oft etwas anderes ausgeprägt. Entweder der Oberschenkelknochen an der Hüftpfanne oder beides. Dadurch stoßen diese Strukturen beim tiefen Bewegungen früher aneinander, als sie eigentlich sollten. Und genau das kann die Schmerzen dann verursachen. Bei ganz bestimmten Bewegungen werden die Schmerzen ausgelöst. Tiefe Beugung, eine Rotation, eine Drehung der Hüfte oder eine Kombination von den beiden. Zum Beispiel, wenn du tief in die Hocke gehst, deine Schuhe anziehst oder das Knie zur Brust bringst. Und genau dann entstehen diese typischen Leistenschmerzen. Die sind tief vorne in der Leiste, eher stechen und nur bei ganz bestimmten Bewegungen. Zusätzlich berichten viele Patienten von Klicken, Schnappen, Blockierungsgefühl und einer Einschränkung der Beweglichkeit. Manchmal sogar mit einem Gefühl von Instabilität. Und genau das unterscheidet es oft von einer klassischen Arthrose. Bei Arthrose sind die Schmerzen eher diffus. Man hat Anlaufschmerzen, Morgensteifigkeit und insgesamt ist das Gelenk steifer. Bei einem Impingement ist der Schmerz punktuell. Es ist bewegungsabhängig, stechend und oft genau reproduzierbar. Und jetzt zeige ich dir einen Selbsttest. Ein Test, die auch in Studien sehr häufig genutzt wird, ist das sogenannte Fadia-Test. Und so funktioniert er. Der Fadia-Test wird genutzt, um das Impingement der Hüfte festzustellen. Dafür solltest du das betroffene Bein erstmal beugen in 90 Grad in der Hüfte. Was dieser Test versucht, ist genau dieses Einklemmung von den Oberschenkel in der Pfanne zu verursachen. Das Ziel ist, diese Schmerzen, die du hast, diese stechenden Schmerzen zu provozieren. Und du solltest dann die Hüfte erstmal in 90 Grad beugen. Dann bringst du das Bein etwas rein zu deiner Körpermitte. Dadurch hast du schon eine tiefe Beuge, eine Flexion in der Hüfte und auch dieses Ranziehen. Das bringt die Gelenke schon sehr nah zueinander. Es kann sein, dass hier schon die Schmerzen provoziert werden. Falls nicht, wäre dann halt der letzte Teil, dass du den Unterschenkel etwas nach außen da lang schiebst. Durch diese Position, Knie zur Brust nach innen gebracht und den Unterschenkel nach außen gedreht, müsstest du diese einklemmende, stechende Schmerz in der Hüfte auslösen können. Dadurch passiert die maximale Einklemmung zwischen den Oberschenkelknochen in der Pfanne drin. Falls du ein Impingement hast,
wird diesen Test sehr hochwahrscheinlich positiv sein. Wichtig, das ist keine Diagnose, aber es ist ein guter Hinweis für ein typisches Bewegungsmuster, das Schmerzen beim Impingement-Syndrom verursachen kann. Wenn dir solche Videos helfen, deine Beschwerden besser zu verstehen und du Training endlich sinnvoll statt einfach nur irgendwie machen willst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und jetzt kommt der Punkt, den viele falsch machen. Sie behandeln alles einfach wie Arthrose. Mehr dehnen, mehr Mobilität, einfach mehr tiefer reingehen. Beim Impingement ist das oft genau das Problem, denn du trainierst immer wieder in den Bereich hinein, wo das Gelenk mechanisch anschlägt. Und das kann die Beschwerden verstärken. Was stattdessen wichtig ist, Bewegungen kontrollieren, Endbereiche bewusst dosieren und Belastung sinnvoll aufbauen. Und jetzt wird es spannend. Studien zeigen, dass eine konservative Therapie, also gezieltes Training, kann bei 70% der Patienten helfen. Aber nicht nur die Hüfte trainieren, sondern auch dein Rumpf, die Chormuskulatur, dein Becken und auch die Beweglichkeit deiner Lendenwirbelsäule. Denn genau das verbessert die Mechanik und reduziert dann die Beschwerden. Und wenn du wissen willst, welche Übungen bei einem Hüftimpingement sinnvoll sein können und wie du dein Training anpasst, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Ich hoffe, dieses Video hilft dir, besser die Unterschiede zwischen Impingement und Arthrose zu verstehen, damit du dein Training sinnvoll starten kannst. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!